Bienvenidos a San Bernardino in Paraguay. Ich möchte dich mitnehmen auf eine kleine Reise durch unseren Lieblingsort San Bernardino, der etwa 25.000 Einwohner hat und am Ipacaraí-See liegt. Er wurde 1881 von Deutschen und Schweizern gegründet und ist damit die erste deutschsprachige Kolonie im Paraguay. Paraguay. Pioniere. Die Ferienstadt San Bernardino, hier rot markiert, liegt etwa eine Stunde Autofahrt von Asunción entfernt. San Bernardino erstreckt sich am Ostufer des Ipacaraí-Sees, der etwa die gleiche Größe hat wie der Starrenberger See. San Bernardino wurde 1881 von Deutschen und einem Schweizer gegründet und hieß damals noch Nueva Bavaria, was so viel wie Neubayern bedeutet. Später wurde San Bernardino zu Ehren des Generals Bernardino Caballero umbenannt zu San Bernardino. Der Name San Bernardino wird oft auch mit San Ber abgekürzt. Wie auch hier bei Yo amo San Ber. Ich liebe San Ber oder auch San Bernardino. Mittlerweile hat man diese Installation durch den Schriftzug San Bernardino ersetzt. Vielleicht konnten die Touristen mit San Ber nicht so viel anfangen. Die Herkunft der deutschen Einwanderer spielt sich auch in der Architektur San Bernardinos wider. So findet man auch einige ältere Häuser im Fachwerkdesign. Auch das Hotel del Lago, das Hotel am See, wirkt eher wie ein kleines Schlösschen, was irgendwo in Bayern zu finden sein könnte. Dieses Hotel entstand 5 Jahre nach der Gründung San Bernardinos. Damals noch mit Seeblick war es erste Anlaufstelle für die Neueinwanderer, die ja erstmal wohnen mussten, während sie ihr Haus gebaut haben. Das Hotel ist derzeit nicht in Betrieb und wird renoviert, sodass der Seeblick hoffentlich wieder freigelegt wird. San Bernardino von oben betrachtet sieht sehr, sehr grün aus. Dementsprechend gibt es viele Bäume am Straßenrand. Und manchmal stehen sie mitten auf der Straße, aber man lässt sie jedoch stehen, weil sie wertvollen Schatten spenden. Und solange man mit dem Auto rechts und links vorbeikommt, ist ja alles bestens. Jakob Otto Scherer war federführend bei der Gründung San Bernardinos und dessen Aufteilung. Er hat nach Jahren den Namen Jakob abgelegt und durch Santiago ersetzt, was Heiliger Jakob bedeutet. Für seine Verdienste wurde auch ein Platz und eine Straße nach ihm benannt. Die Gründerväter von San Bernardino trafen sich im Schatten dieses Baumes, der heute noch im Stadtpark steht, ganz in der Nähe des Ipacaraí-Sees. Mittlerweile ist dieser Baum deutlich größer als damals und man hat Lampen hineingehängt. Diese schalten sich bei Dunkelheit ein. Und so kommt es, dass dieser Baum abends irgendwie magisch wirkt. Du wirst ihn im Stadtpark finden. Die deutschen Wurzeln von San Bernardino finden sich auch noch in der Stadtflagge wieder, die nämlich die gleichen Farben wie die deutsche Flagge hat. Außerdem werden noch deutsche Traditionen beibehalten, auch wenn nicht mehr alle Teilnehmenden Deutsch sprechen können. Mit der paraguayischen Flagge ohne Emblem in der Mitte sieht es für mich in den Straßen immer so aus, als würde hier die deutsch-holländische Freundschaft gefeiert werden. Dabei stehen diese doch für Paraguay und San Bernardino. Die Deutschen organisieren auch einen deutschen Markt im Stadtpark, der jeden Samstagvormittag bis 14 Uhr stattfindet. Jeden ersten Sonntag im Monat findet dort am Vormittag ein Flohmarkt statt. Auf beiden Märkten kannst du ganz leicht mit Deutschsprachigen in Kontakt kommen. Du nimmst dir eine Bratwurst und setzt dich an den großen Tisch dazu und bald findet sich auch ganz schnell ein gemeinsames Thema. Das ist Manfred. Der grillt hier ganz fleißig für dich. Und eine dieser Bratwürste könnte dann deine sein. Es gibt aber auch noch andere Leckereien und auch an anderen Ständen
gibt es auch vegetarische Angebote. Und das wechselt auch immer von Mal zu Mal, sodass eine gewisse Vielfalt da ist. An den Straßennamen können wir die deutschen Wurzeln erkennen: Büttner und Scherer. Hier gibt es eine Straße mit dem Namen Berlin und darüber hinaus haben wir noch Haßler. Und Robert und Else Petzold finden sich auch in den Straßennamen wieder. Und dann gibt es da noch den Rudolf Diesel, aber ich glaube, der hat nicht in San Bernardino gewohnt und mitgegründet. San Bernardino ist eine paraguayische Stadt und da zeigt man gern die paraguayische Flagge. Hier zum Beispiel auch an einem bewohnbaren Baumhaus. Und natürlich auch an Ausflugsbooten auf dem See. In San Bernardino wird Spanisch und Guarani gesprochen und nur gelegentlich hört man auch mal etwas Deutsch. San Bernardino wird auch als Ciudad Veraniega oder Capital de Verano bezeichnet, was so viel heißt wie Sommerstadt oder Hauptstadt des Sommers. Denn viele Hauptstädte aus Asunción haben in San Bernardino ihr Ferien- und Wochenendhaus, was sie insbesondere im Januar in den Sommerferien intensiv nutzen. Zum Ende des Januars wird eine Straße gesperrt und da nochmal so richtig mit Live-Musik ausgiebig gefeiert. Da kannst du dich ganz leicht von der lateinamerikanischen Fröhlichkeit anstecken lassen. Der Januar gehört hier zum Südhalbkugelsommer und da spielt sich das Nachtleben draußen ab, unter freiem Himmel. Nachdem sich die meisten am Nachmittag gut klimatisiert eher drinnen aufgehalten haben, geht es dann gegen Abend eher nach draußen. Die Temperaturen sind angenehm und der Blick über den Ypacaraí-See belohnt mit einem genialen Sonnenuntergang. Besonders am Wochenende kommen viele auf dem Steg zum Blick über den See. Wochentags kann es auch passieren, dass man dort alleine dieses Naturschauspiel erleben darf. Die Gemeinde von San Bernardino ist ständig dabei, etwas zu verbessern, so auch hier. Dieser Rahmen kam kürzlich erst dazu. Ein tolles Fotomotiv. Wenn du das auch mal erleben möchtest, dann schau doch mal unter paraguay-pioniere.com/info nach weiteren Informationen von uns. Viele Auswanderungsinteressierte sagen: Ja, aber Paraguay hat doch überhaupt kein Meer. Das stimmt. Und trotzdem hat Paraguay einige schöne Strände. Seitdem ich die Tsunami-Bilder von 2004 gesehen habe, fühle ich mich an Seen viel entspannter als am Meer. San Bernardino am Ostufer hat genau die richtige Lage, um über das Wasser bis zum Sonnenuntergang zu gucken. Da ist der Ypacaraí-See ein Meerersatz. Auch im schönen Abendrot kann man hier Wassersport betreiben. Die meisten Bänke am Seeufer sind genau in die Richtung ausgerichtet, wo der Sonnenuntergang seine Show abhält. Die Paraguayer trinken währenddessen einen eisgekühlten Mate-Tee. In der Thermoskanne ist eisgekühlter Tereré, der zum Trinken weitergereicht wird. Wie heißt du? I love you. Paraguay. 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 Durch das besondere Licht mit dieser Kulisse gibt es am Abend oft sonst professionelle Fotoshootings oder wie in diesem Fall ein Tanzpaar lässt ein Video erstellen. In der paraguayischen Folkloremusik spielt die Harfe eine wichtige Rolle und bei den Tänzen wird der lange, weite Rock der Dame in die Choreografie mit einbezogen. Zur Vorbereitung der Party am Abend fährt man eben auf dem Rückweg vom Strand nochmal beim Getränkemarkt vorbei mit seinem Hammer. Ja, das ist ein Hammer, dass so ein Auto hier in San Bernardino parkt.
Alternativ zur Party kann man auch sehr gepflegt in einem Grillrestaurant mit 3 Buffets essen gehen, dem O Gaucho. Die Grillspezialitäten holt man sich direkt beim Grillmeister. Und manchmal gehen Mitarbeiter mit den Fleischspießen von Tisch zu Tisch, um ein weiteres Häppchen anzubieten. Links siehst du das große Buffet, rechts siehst du das Tapas- und Sushi-Buffet und unten rechts siehst du das Nachtischbuffet. Das ist alles super lecker und da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Dieses First Class All You Can Eat Buffet kostet etwa 20 € pro Person. Die etwas günstigere Buffet-Alternative ist das Aquarella. Nur Chris sagt immer, die haben kein Carpaccio. Passend zum ursprünglichen Ortsnamen Nueva Bavaria kann man auch bayerisch in San Bernardino essen gehen, im Oktoberfest. In der Konditorei Grimms gibt es süße Leckereien zu finden. Nebenan gibt es das Hotel und Restaurant Los Alpes, was übersetzt heißt die Alpen. Und die haben eine animierte europäische Kuckucksuhr. Zentrumsnah in San Bernardino gibt es ein Haus, was der Kuckucksuhr vom Los Alpes ziemlich ähnlich sieht. Im Zentrum gibt es die deutsche Bäckerei La Alemana, die auch ein Brot im Sortiment hat, was in etwa dem deutschen Weltmeisterbrot entspricht. Neben der Bäckerei ist die Fußgängerzone, an der auch Aventura Extrema gelegen ist. Die bieten Fahrten mit Quads, Fahrrädern und Booten an. Oder Erlebnisse wie Tauchen oder Bogenschießen und noch weitere Erlebnisse. Diese Fußgängerzone in San Bernardino soll die längste Paraguays sein. Ich habe bisher auch noch keine längere in Paraguay gefunden. Diese Fußgängerzonenallee führt bis zum Strand Ciclovia. Und wenn du dort einmal jemanden mit einem Hund an der Leine Gassi gehen siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein Europäer ist. Paraguay ist ein Entwicklungsland. Es macht Spaß zu sehen, wie sich alles weiterentwickelt. Diese Orientierungsschilder wurden diesen Sommer neu aufgestellt, gesponsert von einem Fruchtsafthersteller. An diesem Strandabschnitt hat man einen hervorragenden Blick über den See. Es gibt Ausflugsboote, die kleine Rundfahrten anbieten. Und ich finde es auch toll zu sehen, wie sich das über die Jahre entwickelt. Irgendjemand hat mal jemand Musik mit dazu gemacht, dann wurde irgendwann das Boot noch weiter dekoriert und dieses Jahr stand da ein Schild, dass sogar eine Kreditkartenzahlung möglich ist. Am Ende dieses Strandes ist der Club Nautico und ein Bootshaus, in dem viele ihre Jetskis gelagert haben. Dementsprechend, wenn Sie auf den See hinausfahren, fahren Sie erstmal parallel hier an diesem Strand vorbei und man kann sie prima beobachten. Es gibt noch viele weitere Outdoor-Aktivitäten. Dieses ist der Endpunkt der Fußgängerzone und gleichzeitig der Anfangspunkt der Joggingstrecke mit Meterangaben. Es gibt Leihfahrräder für eine Tour am Seeufer entlang. Auf dem Volleyballfeld wird auch mal Fußball über die Schnur gespielt. Basketball ist auf dem halben Platz auch beliebt. Da der beleuchtet ist, geht das auch nach Sonnenuntergang. Ein Mädchen nutzt hier den Platz am Rand zum Inlineskaten. Es gibt wenige Spielgeräte für kleinere Kinder. Und ein paar mehr Fitness- und Trainingsgeräte für größere Kinder und Erwachsene. Es wird mit Eigengewicht dort trainiert. Dieser Strand hat jedoch einen Haken, sogar mehrere. Die sind perfekt, damit man in der mitgebrachten Hängematte chillen kann. Es gibt Bänke, damit man dort WhatsApp schreiben kann. Und es gibt schattige Wiesen, wo man entweder zu zweit oder in Gruppen wunderbar Picknick machen kann. An Sommerwochenenden werden am Strand auch Snacks angeboten.
Berliner mit Marmelade oder mit Karamellcreme gefüllt. Manchmal kommt auch der Mann mit dem Popcornwagen vorbei. Oder der Eiswagen. So eine Erfrischung ist im Sommer sehr wichtig. Erfrischend ist es bestimmt auch, in einem Gummiboot oder einem Gummireifen von einem Jetski über den See gezogen zu werden. Es kühlt die Gischt, es weht der Fahrtwind, das macht bestimmt jede Menge Spaß. Solche Gummiboote werden hier am Straßenrand in San Bernardino angeboten. Alternativ auch eine Einhornente oder irgendwelches anderes Gummigetier zum Spaß haben im Pool. Hier hat jemand eine bereits aufgeblasene Rutsche erworben. Wie gut, dass er einen Pickup hat und einen Freund, der sich darin rein verkriecht, damit die nicht wegfliegt. Die Ferienhäuser in San Bernardino haben oft einen Pool. Dies ist der Pool vom Hotel Aquario, was direkt am Seeufer gelegen ist. Wem der Pool zu klein ist oder der See zu dreckig, für den gibt es Alternativen. Direkt hinter der Ortsgrenze von San Bernardino gibt es solche Ferienanlagen mit einem riesen Pool. Diese privaten bewachten Ferienanlagen mit Lagune und Sportplätzen sind nicht öffentlich zugänglich. Dort kann man sicher leben und hat einen hohen Freizeitwert. Die Lagune ist ein wunderbarer Meerersatz. Wenn du gern mehr Informationen über diese Art des Wohnens haben möchtest, dann schreib uns gern per E-Mail an unter service@immobilienparaguay.com. Nun aber zurück zu San Bernardino. Dies ist der Pool vom Hotel Maria und die Poolbar ist hinten links im Schatten. Im Hotel Maria kann man auch hervorragend und gepflegt essen gehen. Ich finde die Räumlichkeiten da sehr interessant dekoriert. Das Hotel Maria befindet sich nördlich des Stadtparks auf dem Hügel, wo viele der ersten Häuser San Bernardinos gebaut wurden. Wenn man vom Hotel Maria eine Straße weiter zum Café Maria läuft und dort nochmal dran vorbei, dann kommt man zu dieser schönen Kirche. Diese Kirche ist das Ende einer Blickachse einer besonders schönen Allee, die vom Stadtpark bis auf den Hügel hinaufführt. In der Sommerzeit, die ja hier auch Weihnachtszeit ist, werden die Palmen dieser Allee mit Lichterketten versehen und festlich beleuchtet. Diese Kirche finde ich besonders schön, weil der Jesus nicht ans Kreuz genagelt ist, sondern in den Himmel aufsteigt. Apropos in den Himmel aufsteigen. Ein paar Schritte weiter neben der Kirche kannst du das auch. Dort ist eine besondere Treppe, die zu einer Aussichtsplattform hinaufführt. Dort findest du eine Statue der heiligen Jungfrau und ein paar Bänke zum Verweilen. Und wenn man zwischen den Bäumen genau guckt, dann findet man auch eine Aussicht. Auch hier erkennt man wieder, wie grün San Bernardino ist, obwohl da doch ganz viele Gebäude dazwischen sind. Die Bäume sind nicht nur schön anzusehen, sondern sie spenden auch Schatten. Und das ist sehr, sehr angenehm. Das findet auch diese Katze auf dem Mauersims. Hier sind 3 sehr alte Bäume mit großem Stammumfang im Zentrum mit dem Schild Colosso gekennzeichnet. Sie stehen unter Schutz. Dieser Baum, etwas außerhalb des Zentrums von San Bernardino, wurde 2022 zum größten Baum Paraguays gekürt.
Und dies ist einer der schönsten Schatten in San Bernardino, in einer Hängematte zwischen zwei Bäumen und das am Strand gelegen. Es grünt und blüht in San Bernardino. Besonders an den Mauern und Vorgärten kann ich mich an den Blüten kaum satt sehen. Der pinkfarbene Bougainville ist häufiger vertreten. Diese gelb blühende Pflanze kommt auch häufiger vor. Kennst du ihren Namen, ihre botanische Bezeichnung? Dann würde ich mich über deinen Kommentar unten unter diesem Video sehr freuen. Und wenn du ihn nicht kennst, freue ich mich auch über deinen Kommentar. Gelegentlich lugt mal wieder ein architektonisches Element hervor, welches mich an Deutschland erinnern lässt. Bei den alten Villen gibt es eine Bauweise, welche sich immer wiederholt. Es sind Säulen, die Vorbauten tragen, die Schatten spenden. Der Vorteil ist auch, dass die Fenster im Schatten liegen und somit sich die Räume im Inneren nicht so stark aufheizen können. Egal, ob es eine große Villa oder ob es ein kleines Haus ist. Oder ob es Bögen sind oder Säulen. Dieses traditionelle architektonische Element findest du als Möglichkeit der Abkühlung der Bewohner immer wieder. Im Stadtpark gibt es auch schattige Bänke und auch der Spielplatz liegt meist im Schatten. Wo würdest du hier Platz nehmen wollen? Auf der linken Bank im Schatten oder auf der rechten Bank einem Platz an der Sonne? Das Konzept dieser Bushaltestelle in San Bernardino habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich hier so selten Bus fahre. Es gibt hier zwei Bänke, bei denen man, wenn man dort sitzt, dem Regen und der Sonne ausgesetzt ist. Man könnte in der Mitte unter dem Dach stehen, dann hat man weniger Sonne und vielleicht auch keinen Regen. Und genutzt wird das Ganze dann aber in der Mitte von zwei Motorrädern, statt dass es irgendwie für die Menschen ist, die da auf den Bus warten. Vielleicht habe ich auch irgendwas bei dem Konzept übersehen. Wenn du die Idee hast, warum das so konstruiert ist für die Menschen, die dort auf Busse warten, dann freue ich mich auf deinen Kommentar, da endlich mal Licht ins Dunkel zu bringen. An diesem Strand gibt es einige schattenspendende Schirme. Zur Mittagshitze gehen die Einheimischen gar nicht raus, sondern sie kommen erst am Nachmittag, am späten Nachmittag an den Strand. Dieser Strand ist gleich hinter dem Stadtpark am Seeufer. An einsameren Stränden findet man manchmal verlassene Boote. Das ist super dekorativ als Fotomotiv. Ich frage mich bei manchen, ob diese überhaupt noch fahren können und überhaupt noch genutzt werden. Klassischerweise könnten das ja Fischerboote sein. Ich habe mal am See ein paar Fischer getroffen und ich war doch sehr erstaunt. Die Fischer brauchen diese Boote nicht, das wäre viel zu kompliziert. Sie laufen lieber zu Fuß in den See, weil dieser sehr flach ist. Die Plastikflaschen sind nicht als Müll aus dem See gefischt, sondern sie sind am Rand des Netzes befestigt, um das Netz oben bei der Wasseroberfläche zu halten. Jetzt müssen die Fische aus dem Netz gefriemelt werden, sodass das Netz nicht kaputt geht. Das Abendessen ist gesichert. 5 Fische sind es geworden. Burger King und Domino's Pizza wird die Fischer heute Abend nicht bei sich begrüßen können, aber vielleicht der große Supermarkt Super Says, der auch 24 Stunden geöffnet hat, wenn sie nämlich eine nette Beilage zu ihrem Fisch noch dazu einkaufen wollten. Zum Beispiel einen Salat aus der Frische-Abteilung. Oder vielleicht anderes Gemüse als Beilage? Welcher Wein aus der Bodega des Supermarktes könnte denn gut zu dem Fisch passen? Neben diesem Supermarkt gibt es ein Café mit einer erhöhten Plattform. Es fühlt sich dort ein wenig an wie in einem Baumhaus mit einer besonderen Beleuchtung dort. Ich liebe es, wenn die Kugeln sich leicht im Wind bewegen. Die Biggie-Supermärkte sind in San Bernardino gleich 5-fach vertreten.
Diese haben Tag und Nacht rund um die Uhr geöffnet. Die Paraguayer sprechen den Namen Biji aus. Meine Familie findet es doof, wenn ich den Namen so ausspreche. Sie finden Biji, das erinnert mehr an eine Popgruppe mit Erfolgen Ende der 70er Jahre. Ein Baumarkt in San Bernardino mit kleiner Haushaltswarenabteilung ist das Casa Austria. Sie präsentieren ihre Ware manchmal sehr kreativ. Hier wurden die WCs schon mal mit Pümpel zusammen arrangiert. Oder hier fungieren die Kloschüsseln gleich als Sammelbehälter für Rohrstücke. In San Bernardino haben wir auch eine kleine Niederlassung des Geschäfts Marketplace. Die große ist natürlich in Asunción. Ich freue mich sehr, dass wir sie gleich hier um die Ecke haben. Es gibt neben Kleidung auch viele Dekoartikel. Im Haupthaus in Asunción gibt es auch sehr viele Möbel. Hier in San Bernardino aufgrund der Größe nur ein paar. Übrigens, Möbel nach San Bernardino liefern zu lassen, ist überhaupt kein Problem. Das ist hier üblich. Marketplace ist einfach ein stilvoll dekorierter Ort. Hier gibt es sogar ein Kissen, wo San Bernardino draufsteht. Ein weiterer schöner Ort ist diese Passage mit Springbrunnen. Die ist noch ganz neu. Und ich bin gespannt, was für Geschäfte sich da noch so einmieten werden. Einerseits stilvoll, andererseits ländlich-urig. Sehr vielseitig ist diese Stadt. Dieser Bach hier befindet sich im Zentrum von San Bernardino im zentralen Dreieck. Ja, und urig kann es dann auch hier in der Fußgängerzone sein bei einer Party. Da hat jemand sein Pony mitgebracht. Andere Tiere, wie Kühe, werden eher nicht mitgebracht. Die machen sich so schon selbstständig. Und wenn sie am Straßenrand grasen und mal befinden, dass auf der anderen Seite das Gras grüner ist, dann machen sie mal eben rüber. Diese Kuh hier hat es sehr gut. Ganz viel sattes Grün und ein richtig toller Ausblick. Sie grast bei La Suiza, dem höchstgelegenen Stadtteil von San Bernardino, mit einer genialen Aussicht. Beim Sonnenuntergang wird von dieser erhöhten Position am Horizont die Skyline von Asunción sichtbar. Der Blick von der Terrasse über den Pool zum See mit Abendrot ist unbezahlbar. Dementsprechend gehören die Immobilien in La Suiza auch zu den teuersten in San Bernardino. La Suiza ist Spanisch und heißt die Schweiz. Dementsprechend wurden auch die Straßennamen dort gewählt. Zürich und Luzern, Lausanne und Baden, Lugano und Bern. Diese Straßen sind am Hang, sodass sich eine tolle Fernsicht ergibt. In La Suiza werden eher moderne Villen gebaut. Meist sind es kubistische Flachdachhäuser, die von den Paraguayern gebaut werden, um diese Aussicht zu genießen. San Bernardino hat viele schöne Ecken. Einige versteckte Orte, die erst einmal gefunden werden wollen. Und für alle diese Orte gilt, bei Sonnenuntergang sind diese Orte mit Blick über den See noch viel schöner. Schau dir die Lebensqualität und die Infrastruktur von San Bernardino einmal an und vergleiche sie mit den anderen bei Europäern beliebten Orten in Paraguay, damit du dir eine Meinung bilden kannst, welches der richtige Ort für dich ist. Wenn du einmal selber in San Bernardino bist, dann könntest du uns beim Sonnenuntergang gucken begegnen oder auf dem deutschen Markt. Dann sprich uns gerne an. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mehr über Mietwagen, Unterkunft und weitere Infos von uns findest du unter paraguay-pioniere.com/info.